ein perfekt passendes Sonnensegel Flex zu erhalten, wirst du nicht um die Two-Step-Delivery-Variante kommen. Hier wird zuerst die Hardware, sprich die Befestigungspunkte, die Aufrollvorrichtung und der Wirbel montiert und dann das Sonnensegel anhand der Hardware ausgemessen. Und so wird gemessen. Zuerst spannst du eine Schnur zwischen dem Wirbel und der Aufrollvorrichtung, um das torsionsarme Seil zu simulieren, an dem das Segeltuch aufgenäht ist. Achte darauf, dass der Abstand von Wirbel zur Aufrollvorrichtung nicht länger als maximal 8,20 Meter ist und der Abstand vom Wirbel zur Umlenkrolle an diesem Eckpunkt mindestens 40 cm sind, da es beim Spannen und unter Zug zu einer Verkürzung kommt. Jetzt bringst du an jeden Befestigungspunkt, wo sich später ein Segeleck befindet, eine Schnur mit einer Schlaufe an. Dann fährst du mit einer neuen Schnur durch alle Schlaufen an einer Segelhälfte bis zum Wirbel und befestigst diese dort 10 cm innerhalb der Schnur. Das andere Ende dieser Schnur befestigst du am anderen Ende, 10 cm vor der Aufrollvorrichtung. Wiederhole diesen Vorgang an der zweiten Segelhälfte deines Sonnensegels. Wenn du nun die Schnüre spannst, bekommst du eine Simulation deines Sonnensegels. Achte darauf, dass sich jedes Segeleck in der zulässigen Zone befindet. Die zulässige Zone ist jener Bereich, in dem das Sonnensegel eingerollt werden kann. Und die Schnüre mit den Schlaufen sollten in der Winkelhalbierenden ausgerichtet werden, damit das Segel perfekt gespannt ist. Das heißt, in der Hälfte des Winkels zum linken und rechten Befestigungspunktes. Jetzt kannst du dir jede Seite und die Diagonalen anhand der gespannten Schnur vom Eckpunkt zu Eckpunkt ausmessen und in unseren Konfigurator eintragen. Beim Messen der Diagonalen misst du von Punkt zu Punkt, an denen sich die Segelschnüre treffen. Kleiner Tipp: Mit der gespannten Schnur kannst du den Schattenwurf deines visualisierten Sonnensegels am Boden über den Tag verfolgen und so nochmal deinen Wunschschatten checken. Easy and out.